So I don't know how staying silent is ever going to make things better. Nach monatelangen Spekulationen, königlichen Spannungen und privaten Warnungen hinter den Türen des Palastes hat König Charles endlich den ersten Schritt getan. Die Konsequenzen für Meghan Markle sind extrem hart. Sogar Prinz Harry, der ihr immer zur Seite gestanden hat, wurde gewarnt, dass dieser Moment kommen würde. Sind Sie der Meinung, dass Harry und Meghan wieder in den Kreis der Royals aufgenommen werden sollten, 1, oder ist der Schaden bereits angerichtet, 0? Stimmen Sie unten ab. Was genau hat König Charles also beschlossen? Und warum macht er damit weltweit Schlagzeilen? Eine einzige Handlung könnte die Zukunft der königlichen Beziehungen möglicherweise dauerhaft zerstören. Warum haben Harry und Meghan noch ihre Titel? Es ist mehr als 4 Jahre her, dass Prinz Harry und Meghan Markle die Welt mit dem Rücktritt von ihren royalen Hauptrollen überraschten. Im Januar 2020 verabschiedete sich das Paar offiziell von den strengen Formalitäten des königlichen Lebens und begann im sonnigen Kalifornien eine neue Karriere. An ihre Stelle traten Palmen, Podcast-Partnerschaften, Netflix-Kameras und ein Gefühl der Unabhängigkeit, von dem viele annahmen, dass sie es suchen. Aber es gibt eine Wendung. Trotz der aufsehenerregenden Interview, des Memorandums Spare und ihrer hochkarätigen Medienauftritte bleiben Harry und Meghan der Herzog und die Herzogin von Sussex. Warum? Das ist der Punkt, an dem es spannend wird. Hinter den Toren des Palastes scheint König Karl III. Ein langwieriges Spiel zu spielen. Die 76-jährige Königin, die erst vor kurzem gesalbt wurde, hat Angst, unnötigen Ärger zu verursachen. Quellen aus dem Palast behaupten, er vermeide die Sussex-Titel absichtlich, nicht aus Nächstenliebe oder Respekt, sondern um einen PR-Albtraum zu vermeiden. Ein königlicher Insider drückte es unverblümt aus. Der Monarch ist besorgt über die Gegenreaktion der Bevölkerung. Er möchte nicht, dass man sieht, wie er sein Kind weltweit bestraft. Das bedeutet nicht, dass das Geschenk eine herzerwärmende königliche Versöhnung ist. Das ist bei weitem nicht der Fall. Das Schweigen von Charles ist kein Akt der Vergebung, sondern eher eine Taktik. Eher eine sanfte Warnung als eine harte Strafe. Betrachten Sie es als das königliche Äquivalent zu »Ich bin nicht verrückt, aber enttäuscht«. Denn die jahrhundertealte Monarchie und das weltweite Interesse an ihr stehen auf dem Spiel. Der Monarch versucht, Tradition, Familie und eine stark gespaltene Nation unter einen Hut zu bringen. Doch die Belastung ist nicht nur äußerlich. Im Inneren der königlichen Familie kochen die Emotionen unter der Oberfläche. Die Beziehung zwischen Harry, Meghan und den anderen Mitgliedern der königlichen Familie ist angespannter denn je. Seit ihrer schockierenden Wahl im Jahr 2020 ist es frostig geworden. Und jeder öffentliche Schritt, ob eine Netflix-Doku-Serie oder ein Interview zur Hauptsendezeit, hat die Kluft nur noch vergrößert. Es gab einen Kampf gegen Meghan, um den Geschlechtern anderer Menschen entgegenzukommen. Als Harry im Jahr 2023 verkündete, dass er bereit wäre, auf die Titel zu verzichten, löste dies in der gesamten Monarchie Schockwellen aus. Ich empfinde das überhaupt nicht als Beschneidung. Mein Bruder und ich lieben uns sehr. Ich bin sehr verliebt in ihn. Zwischen uns beiden hat es viel Schmerz gegeben, besonders in den letzten 6 Jahren. Nichts von dem, was ich geschrieben oder geschrieben habe, sollte meiner Familie schaden. Aber hier ist der Haken. Er kann sie nicht einfach zurückgeben. Das königliche Protokoll funktioniert so nicht. Sie werden mit Harry und Meghan mitfühlen und denken, wow, die beiden mussten schon eine Menge ertragen. Titel sind in das rechtliche und symbolische Gefüge der Monarchie eingebettet. Sie abzuschaffen erfordert mehr als nur eine persönliche Entscheidung. Sie erfordert einen Akt der Krone selbst. König Karl, der stets auf sein Image bedachte Herrscher, hat daher beschlossen, die Dinge vorerst ruhig zu halten. Aber verwechseln Sie Untätigkeit nicht mit Frieden. Das Spiel heißt Schach, nicht Dame. Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben ihre Titel behalten. Ein Relikt ihrer königlichen Herkunft, das sie noch immer mit genau der Institution verbindet, von der sie sich distanziert haben. Aber wie lange noch? In den alten Mauern des Buckingham-Palastes rührt sich etwas. Seht ihr die Ruhe? Das ist nur der Anfang. Der Sturm spitzt sich weiter zu. Was aber, wenn die Beibehaltung ihrer königlichen Titel nur Teil einer größeren Verschwörung ist, die sich hinter den Palastmauern abspielt? Sehen Sie weiter. Wie Distanz und Misstrauen den Weg für die bisher persönlichste Tat von König Karl ebneten. Während der Herzog und die Herzogin von Sussex ihre royalen Titel behalten, ist die Spaltung, die 2020 begann,
mit der Zeit, der Entfernung und der Stille tiefer geworden. Die Distanz zwischen Harry und der königlichen Familie, die einst nur geografischer Natur war, ist inzwischen zu einem komplizierten Geflecht aus emotionalen Trennungen, unverheilten Narben und verpassten Chancen geworden. Hinter den Toren des Palastes verändern die Konflikte allmählich die Monarchie. Seit Harry und Meghan erklärt haben, dass sie im Januar 2020 zurücktreten wollen, war das Ziel, zumindest von ihrer Seite aus, eine Mischform. Harry stellte sich ein Leben vor, in dem er und Meghan weiterhin der Monarchie dienen und gleichzeitig unabhängigen Unternehmungen jenseits des Atlantiks nachgehen könnten. Doch diese Ideologie kollidierte schnell mit einer Monarchie, die auf absoluter Herrschaft beruht. Entweder man ist dabei oder nicht. So etwas wie Teilzeit-Royalties gibt es nicht. König Charles, der die Lehren aus der Regierungszeit von Königin Elisabeth II. Gesogen hatte, war der Meinung, dass Klarheit entscheidend sei. Er war der Meinung, dass Halbheiten dazu führen würden, dass die Grenzen zwischen Verpflichtungen, Erwartungen und, vielleicht am wichtigsten, öffentlichen Geldern verschwimmen. Noch während die Monarchie um Ordnung bemüht war, nahm das Leben von Harry und Meghan eine andere Wendung. War die Entscheidung motiviert durch den Wunsch, sich von der britischen Presse zu distanzieren, die, wie Sie wissen, allgegenwärtig ist, oder durch einen Mangel an Unterstützung durch die Firma. Ihre Begegnung mit Oprah Winfrey im Jahr 2021 war mehr als nur ein Fernsehereignis. Es war ein kulturelles Erdbeben. Ich muss das für meine Familie tun. Die Situation ist für niemanden überraschend. Ich muss etwas für meine eigene psychische Gesundheit und die meiner Frau tun, auch wenn es unglücklich ist. Die Vorwürfe über Bigotterie, Misshandlung und emotionale Belastung innerhalb der königlichen Familie standen in scharfem Kontrast zu dem makellosen Image, das der Palast lange Zeit gepflegt hatte. Es war mir damals peinlich, es zu sagen. Und noch peinlicher war es mir, es Harry gegenüber zuzugeben, da er so viel verloren hatte. Aber ich wusste, wenn ich es nicht sagen würde, würde ich nicht mehr leben wollen. Die Offenheit des Paares berührte Millionen von Menschen, aber sie verletzte auch den Kern des sorgfältig gepflegten Images der Monarchie. In seinen Memoiren aus dem Jahr 2023, Spare, enthüllte Harry sogar noch mehr Ebenen. Ich empfinde das überhaupt nicht als Beschneidung. Mein Bruder und ich lieben uns sehr. Ich bin sehr verliebt in ihn. Zwischen uns beiden hat es viel Schmerz gegeben, vor allem in den letzten 6 Jahren. Nichts von dem, was ich geschrieben oder geschrieben habe, sollte meine Familie verletzen. Er sprach von Einsamkeit, Davin, dass er sich in seiner Familie wie ein Fremder fühlte, und davon, dass er sich körperlich und emotional abgehängt fühlte. Er war verletzlich und verbittert, insbesondere gegenüber seinem Vater, König Karl, und seinem Bruder, Prinz Wilhelm. Er sprach sehnsüchtig von Wiedervereinigung und Verrat. Er macht sich selbst etwas vor, um ehrlich zu sein, da er seine Familie im Grunde für Geld verkauft, während er so viel über die Qualen des Verrats gesprochen hat. In der Zwischenzeit räumte Harry in mehreren Interviews ein, dass seine Entscheidung, ins Exil zu gehen, trotz seiner Bemühungen, die Familie, die er in Kalifornien gegründet hatte, zu schützen, schwer wog. Die Ängste waren jedoch nicht nur interner Natur. Die Öffentlichkeit begann, Meghan Markle durch eine zunehmend polarisierte Brille zu sehen. Viele Berühmtheiten tun das auf roten Teppichen. Kate Middleton ist eine bekannte Berühmtheit. Sie ist jemand, der schauspielert. Es ist ihr Wissen über Blickwinkel. Sie hat ein ausgeprägtes Verständnis dafür, was ein würdiges Foto ausmacht. Visuell gesehen weiß sie, was eine gute Geschichte ausmacht. Sie ist intelligent und sie hat in ihrem Beruf einige wirklich intelligente Strategien angewandt. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass nichts gegen die Idee spricht, die in einem Beruf erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse in einer anderen Branche einzusetzen. Einige sahen in ihr eine erfrischende Abwechslung, da sie eine moderne, freimütige, multirassische Frau war, die sich nicht scheute, die traditionellen Bräuche der Monarchie in Frage zu stellen. Andere, vor allem Teile der britischen Presse, sahen in ihr eine kontroverse Figur, die für Unruhe sorgen könnte. Es wurde ihr vorgeworfen, die einst enge Verbindung zwischen Harry und seinem Bruder zu kappen und den Prinzen gegen die Institution aufzubringen, in die er hineingeboren wurde. Diese Behauptung war in den Schlagzeilen der Boulevardpresse weit verbreitet. Es gab Gerüchte, die Meghan als jemanden darstellten, der im Widerspruch zu den königlichen Traditionen steht. Einige dieser Gerüchte stammten aus ungenannten Quellen.
ihre Herzlichkeit. Ihre Umarmungen und ihre amerikanische Freundlichkeit standen in direktem Gegensatz zu der jahrzehntelang praktizierten zurückhaltenden Förmlichkeit des Palastes. Es wurde auch behauptet, dass sie einen Messias-Komplex habe und dass ihre altruistischen Bestrebungen nicht mit der Etikette der königlichen Familie übereinstimmten. Diese Behauptungen, unabhängig davon, ob sie der Wahrheit entsprechen oder nicht, gossen Öl ins Feuer und machten Meghan zu einem Symbol des Fortschritts, aber auch zu einem Blitzableiter für Kritik. Mit der zunehmenden Anzahl von Interviews und Medienauftritten wurde es für Harry und seinen Vater immer schwieriger, miteinander zu kommunizieren. Wenn sie doch miteinander kommunizierten, war dies häufig unhöflich und schnell. Insider berichteten, dass König Karl hinter den Kulissen verletzt und empört war. Vor allem, weil intime Familienangelegenheiten für die ganze Welt sichtbar wurden. Im Hintergrund kursierten Gerüchte, wonach Anrufe unbeantwortet blieben. Man spürt die Unzufriedenheit und die Verärgerung über den Palast. Und die beiden haben das Bedürfnis, immer wieder darüber zu sprechen, wie schrecklich ihr königliches Leben war. Das liegt daran, dass sie das Bedürfnis haben, immer wieder darüber zu sprechen, wie elend sie sich fühlten. Wenn die Gespräche emotional aufgeladen oder kritisch wurden, wurden sie sofort abgebrochen. Zur gleichen Zeit. Die Interaktion zwischen der königlichen Familie und Harrys Kindern war begrenzt, was die ohnehin schon vorhandenen Spannungen noch verstärkte. Er hat das süßeste Temperament. Er ist wirklich ruhig und Archie und Lilibet, geboren 2019 bzw. 2021, haben nur sehr wenig Zeit im Vereinigten Königreich verbracht. Wie lautet die Nummer, die wir anrufen? McGee. Es ist ziemlich erstaunlich. Ich meine, ich habe die beiden besten Männer der Welt. Also bin ich zufrieden. Konflikte über Sicherheitsvorkehrungen und Terminanforderungen beeinträchtigten gelegentlich ihre seltenen Reisen. Laut mehreren Personen, die mit der Situation vertraut sind, sehnte sich König Charles danach, Zeit mit seinen Enkeln zu verbringen. Aber er wusste nicht, wie er das bewerkstelligen sollte, ohne den Palast einem weiteren Skandal auszusetzen. Andere glaubten, der Monarch sei besorgter geworden, vor allem wegen Meghan, deren Wachstum außerhalb der königlichen Familie neue Probleme mit sich brachte. Die Verbindung, die Harry zu seinem Vater und zu William hatte, wurde dadurch schwer beschädigt. Ein weiterer Vorwurf, denn Harry erhob, dass sein Vater ihm finanziell den Geldhahn zugedreht habe. Es hat sich herausgestellt, dass einige der in diesem Interview gemachten Aussagen nicht der Wahrheit entsprechen. Meghans Name war aus verschiedenen Gründen immer wieder in den Nachrichten, unter anderem wegen Gerüchten über Lifestyle-Initiativen und Podcast-Bemühungen. Außerdem gab es bei jedem neuen Erscheinen neue Mutmaßungen darüber, was sie als nächstes preisgeben könnte. Der König sah in dieser Unberechenbarkeit ein ernstes Problem. Im September 2022, als Königin Elizabeth auf dem Sterbebett lag, hatte der König bereits beschlossen, Meghan daran zu hindern, sich der königlichen Familie in Balmoral anzuschließen, eine Entscheidung, die erhebliche Auswirkungen haben sollte. Das betreffende Ereignis war nicht nur symbolisch, sondern vielmehr eine Warnung. Mit jedem Monat, der verging, in dem ein neuer Skandal auftauchte, wurde denjenigen, die mit der Angelegenheit vertraut waren, klar, dass die Geduld von Charles an ihre Grenzen stieß. Inmitten der anhaltenden gesundheitlichen Probleme und des Übergangs in eine sensiblere Ära seiner Herrschaft begann der Monarch, strengere Grenzen zu ziehen. Das Gemurmel innerhalb der Palastmauern wurde immer lauter, trotz der Tatsache, dass die verstorbene Königin für die Einheit gekämpft hatte, bereitete Karl in diesem Moment eine noch nie dagewesene Maßnahme vor. Es würde ein dauerhafter, unumkehrbarer Schritt sein. Ich schreibe über Meghan Markle und vermutlich auch für Prinz Harry. Dies war ein Wendepunkt in der königlichen Ausgrenzung. Die Distanz zwischen Prinz Harry und dem Rest der königlichen Familie wurde nicht mehr nur in Kilometern gemessen. Stattdessen begann sie sich in Entscheidungen zu manifestieren, die mehr Gewicht hatten als bloße Worte. Und der Tag, an dem Königin Elizabeth II von uns ging, war eines der wenigen Ereignisse, die diesen Übergang deutlicher als jedes andere verdeutlichten. Es ist der 8. September 2022 und statt eines wirklich intimen und melancholischen Abschieds wird das, was eigentlich ein Abschied sein sollte, zu einem symbolischen Wendepunkt. Ein Fall, bei dem König Karl III. Diskret eine Grenze gezogen hat, die noch viele Jahre lang Auswirkungen auf die Familie haben sollte. Als das Ereignis stattfand, befanden sich Harry und Meghan im Vereinigten Königreich, wo sie mehrere öffentliche Termine wahrnahmen. Als bekannt wurde,
dass sich der Gesundheitszustand der Königin während ihres Aufenthalts auf Schloss Balmoral in Schottland verschlechtert hatte, schien es nur logisch, dass die beiden gemeinsam in den Norden reisen würden. Während all dies geschah, spielte sich hinter den Kulissen noch etwas anderes ab. Mehrere Quellen, insbesondere der königliche Biograf Robert Hardman, haben berichtet, dass König Charles seinen Wunsch direkt mitgeteilt hat. Harry sollte Meghan nicht mit nach Balmoral nehmen. Diese Entscheidung sorgte für hochgezogene Augenbrauen und ein paar gedämpfte Atemzüge. Die Begründung lautete, dass Catherine, die Prinzessin von Wales, auch zurückbleiben würde, um sich um ihre Kinder zu kümmern, die vor kurzem ein neues Schuljahr begonnen hatten. Personen, die mit der Situation vertraut sind, erklärten jedoch, dass Catherines Beweggründe für ihre Abwesenheit von der offiziellen Erklärung abwichen. Während es hieß, Kate habe sich entschieden, zu Hause zu bleiben, wurde Meghan ausdrücklich gebeten, nicht zu erscheinen. Darüber hinaus war Harry, der bereits durch jahrelange Ängste zermürbt war, völlig überrascht. Ohne zu versuchen, seine Gefühle zu filtern, hielt Harry das Ereignis in seinem Buch Spare fest, das im Januar 2023 veröffentlicht wurde. Ich betrachte es in keiner Weise als Beschneidung. Ich möchte, dass Sie wissen, dass mein Bruder und ich eine tiefe Liebe füreinander empfinden. Ich habe eine tiefe Liebe für ihn. Vor allem in den letzten 6 Jahren hat es viel Leid zwischen uns beiden gegeben. Ich habe nie beabsichtigt, dass eines der Worte, die ich geschrieben habe, oder die Dinge, die ich aufgenommen habe, so rüberkommen. Er erzählte von seinem traurigen, hoffnungslosen Gespräch mit seinem Vater. Charles hat ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass Meghan nicht anwesend sein sollte. Harry hat sich gewehrt und darauf bestanden, dass seine Frau mit Würde behandelt wird. Aber schließlich hat er sich damit abgefunden. Er tat dies nur, weil ihm mitgeteilt wurde, dass Kate ebenfalls nicht anwesend sein würde. Dennoch war der Schmerz weiterhin zu spüren. Die Anfrage war nicht nur eine Aufforderung an Harry, seine logistischen Bedürfnisse zu erfüllen. Sie war vielmehr persönlich. Er war der einzige König, der nach Balmoral reiste. Und andere Könige waren für die Koordinierung ihrer Ankunft verantwortlich. Am Ende konnten Charles, Camilla und Anne alle gleichzeitig eintreffen. Harry hingegen wurde in einem Zustand heilloser Verwirrung zurückgelassen. Als er eintraf, hatte die Königin den Raum bereits verlassen. Es stand nicht nur kein offizieller Transport bereit, sondern es gab auch keine konkreten Anweisungen. In der Mitte des Fluges wurde er nicht von einem Familienmitglied über ihr Ableben informiert, sondern erhielt kurz nach der Ankunft eine telefonische Benachrichtigung. Es war schwer, die Bedeutung dieses Moments zu ignorieren, der darin bestand, allein zu kommen und von der Familie ausgeschlossen zu sein. Dieser Tag war für viele Menschen aus Gründen, die über die Trauer hinausgingen, von Bedeutung. Er brachte einen Bruch ans Licht, der lange Zeit verborgen gewesen war. Trotz persönlicher Konflikte war die Königin ein stabilisierender Einfluss gewesen, der die größere königliche Einheit intakt hielt und die einzige Konstante in der Familie darstellte. Sie war die einzige Person, die gleiche geblieben war. Dennoch zwang ihre Abwesenheit König Charles zu entschlossenerem Handeln, und sein Umgang mit Meghans Ausweisung markierte den Beginn eines neuen Kapitels. Der Vorfall in Balmoral wird von Beobachtern zunehmend als mehr als nur ein einzelner traumatischer Moment bezeichnet. Es wurde ein Testfall verwendet. Als Meghan in einer entscheidenden Phase fehlte, konnte Charles persönlich miterleben, wie sich ihre Abwesenheit auswirkte. Es gab weniger Aufregung in den Medien und weniger Interpretationen der Körpersprache und Seitenblicke in den Boulevardzeitungen. Zumindest an diesem Tag konnte die Familie ohne die öffentliche Zurschaustellung von Trauer trauern. Diese Klarheit mag beim König einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Es wird berichtet, dass die Gespräche, die innerhalb der Palastmauern stattfanden, sehr vorsichtig und strategisch geführt wurden. Meghan, deren jede Handlung untersucht, studiert und politisiert wurde, war zu einer eigenständigen Persönlichkeit geworden. Dies bedeutete, dass selbst private königliche Engagements das Potenzial hatten, zu einem öffentlichen Drama zu werden, da sie ständig in der Öffentlichkeit stand, was sowohl Medienauftritte als auch wirtschaftliche Unternehmungen einschloss. Und für eine Monarchie, die auf Kontrolle und Schein gegründet war, wurde das Konzept der Unberechenbarkeit als potenziell schädlich angesehen. Da er sich in der Mitte befand, musste Harry Entscheidungen akzeptieren, die er weder mochte noch ganz verstand. Auch wenn er in seinem Engagement für Meghan unerschütterlich war, diente seine Loyalität nur dazu, ihn weiter von der Familie zu distanzieren, die er zuvor für unzerstörbar gehalten hatte.
Balmoral wurde zu einer Metapher für den letzten Abschied der Königin und zum Symbol für das Ende der Vorstellung, dass die Dinge zur Normalität zurückkehren würden. Zu den Ereignissen an diesem Tag hat Meghan ihrerseits in der Öffentlichkeit geschwiegen. Es werden keine Bemerkungen, Interviews oder Widerlegungen gemacht. Es ist die Stille selbst, die sehr viel aussagt. Sie verweist auf eine Zeit, die so wichtig und schmerzhaft ist, dass kaum etwas anderes gesagt werden kann. Außerdem konnten Personen, die von außen zuschauten, die Botschaft verstehen. Ihre Position innerhalb der königlichen Familie, die noch nie besonders gefestigt war, hatte in diesem Moment eine Bruchstelle erreicht. Infolge der Ereignisse in Balmoral begann König Charles, den Grundstein für eine neue Art von Monarchie zu legen, in der bestimmte Grenzen nicht mehr überschritten werden sollten. Auch wenn es aus Respekt und nach den Regeln der Kunst geschah, deutete Megans Abwesenheit an diesem Tag auf etwas Dauerhafteres hin. Nicht nur in seiner Eigenschaft als Elternteil, sondern auch als Herrscher hatte der Monarch eine Entscheidung getroffen, die weit über die Grenzen von Balmoral hinaus Auswirkungen haben würde. Darüber hinaus entwickelte sich das, was als einmalige Unterlassung begann, allmählich zu einem Präzedenzfall, der über Generationen hinweg Bestand haben würde. Die Frage ist, was genau in Balmoral geschah, das die friedliche Trauer in eine königliche Abrechnung verwandelte. Seien Sie wachsam. Von diesem Moment an war alles anders. Die Familie teilt sich unter der Krone. Die allmähliche Trennung, die in Balmoral begonnen hatte, hallte in den Königshäusern lauter wieder als zuvor. Die Entscheidung, Meghan Markle von den letzten Stunden im Leben von Königin Elizabeth II. Auszuschließen, war mehr als nur ein besonderer Moment. Er diente als sichtbarer Hinweis auf einen weitaus tieferen und weniger hörbaren Bruch. Ein Teil des Puzzles wurde sichtbar, als sich der Staub zu legen begann und die Aufmerksamkeit auf die mögliche Zukunft der Monarchie unter der Führung von König Karl III. Gerichtet wurde. Und sie zeichneten das Bild einer zerrütteten Familie, die versuchte, ein Gleichgewicht zwischen ihrem Leid und ihren Verpflichtungen zu finden. Obwohl die königliche Pressestelle akribisch die Illusion einer friedlichen Kontinuität erzeugte, war die Realität hinter verschlossenen Türen alles andere als ruhig. Die Reibereien zwischen Prinz Charles, Prinz Harry und Meghan Markle hatten einen Punkt erreicht, an dem sie kaum noch zu kontrollieren waren, wie mehrere Palastmitarbeiter, Biografen und Insider, die es wagten, über die Vertraulichkeit zu sprechen, erklärten. Zu Beginn des Jahres 2020, bei der Megxit-Veranstaltung, wurde die Saat der Unzufriedenheit gepflanzt, die seitdem zu einem dichten Wald des Misstrauens gewachsen ist. Die Angelegenheit war so weit fortgeschritten, dass es laut König Karl nicht mehr um Zuständigkeiten oder Vorschriften ging. Meghan wurde als eine Bedrohung für die Einheit der königlichen Familie und die Grundwerte der Monarchie angesehen. Einigen Personen, die mit der Situation vertraut sind. Zufolge hatte Prinz Charles den Eindruck, dass Meghan unberechenbar sei. In königlichen Kreisen ist Unberechenbarkeit fast ein Synonym für Gefahr. Ihre ehrlichen Interviews, ihre freimütigen Auftritte in der Öffentlichkeit und ihre öffentlichkeitswirksamen Initiativen, wie das brisante Interview mit Oprah Winfrey im Jahr 2021 und die Doku-Serie Harry und Meghan auf Netflix im Jahr 2022, sorgten im Palast für Nervosität. Jede Begegnung, jedes Wort und jeder Blick hatte das Potenzial, eine Schlagzeile zu werden. Diskretion ist seit langem der Grundpfeiler der Monarchie. Aber viele Höflinge sahen in Meghan mit ihrem Hollywood-Hintergrund und ihrer heftigen, unabhängigen Stimme eine Bedrohung für dieses Fundament. Die königliche Institution, die auf den Grundsätzen der Tradition und der Verschwiegenheit beruht, hatte noch nie eine Persönlichkeit wie sie kennengelernt. Sie war jemand, der den Sturm nicht nur ertrug, sondern sich gelegentlich auch freiwillig in ihn hineinstellte. Charles fand das nicht sehr schmackhaft. Er war der Meinung, dass jedes Familientreffen und jedes private Ereignis zum öffentlichen Inhalt werden könnte. Unter der Oberfläche des königlichen Lächelns brodelte eine tiefere Feindseligkeit. Einige Personen, die Charles nahe standen, waren der Meinung, dass er Meghans Rolle bei Harrys Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, nie richtig erkannt hatte. Andererseits verstand der Monarch die emotionalen Traumata, die sein Sohn erlitten hatte. Insgeheim nahm er Meghan übel, dass sie eine Trennung beschleunigt hatte, die ohne diese Beschleunigung schon früher hätte gelöst werden können. Es mag einfacher gewesen sein, sie als die Person zu sehen, die Harry dazu gebracht hat, wegzulaufen,
als sich mit der komplizierten Dynamik seiner Erziehung und der Starrheit der königlichen Familie auseinanderzusetzen. Ist das Harry? Hin und her gerissen zwischen zwei Universen, die sich weigern, miteinander zu verschmelzen, stand er am Schnittpunkt zweier verschiedener Welten. Harry, der Vater von Archie und Lilibet, wollte seine Kinder fern von der erdrückenden Kontrolle großziehen, die er nur zu gut kannte. Trotzdem suchte er weiterhin eine Beziehung zu seinem Vater als Sohn. Berichten zufolge unternahm er zahlreiche Versuche, mit Charles in Kontakt zu treten, insbesondere nachdem er von dessen gesundheitlichen Problemen erfahren hatte. Andererseits wurden diese Bemühungen häufig mit kühlem Schweigen oder zweideutigen Kommentaren quittiert. Der emotionale Tribut war außerordentlich hoch. Harry empfand nicht nur jeden ignorierten Anruf als eine Form der Bestrafung für ihn, sondern auch für seine Frau und seine Kinder. Und als Anfang 2024 Gerüchte aufkamen, dass Meghan nicht an der zukünftigen offiziellen Beerdigung von König Charles teilnehmen dürfe, falls dieser Tag kommen sollte, bestätigte dies nur, was er befürchtet hatte, nämlich, dass ihre Verbannung kein vorübergehender Zustand mehr sein würde. Im Laufe der Zeit wurde es dann offiziell. Beobachter und Experten der königlichen Familie sahen in dieser Entscheidung das Ergebnis jahrelanger Vermeidung, Missverständnisse und unbewältigter Verletzungen. Harry hingegen betrachtete den Ausschluss als eine weitere Zurückweisung, als eine Fortsetzung der Botschaft, dass Meghan nicht wirklich willkommen war und vielleicht auch nie sein würde. Während der König den Ausschluss als notwendigen Schutz der königlichen Würde betrachtet haben mag, sah Harry darin eine Fortsetzung der Botschaft. Die Beobachter schienen Prinz Williams Sichtweise zu verstehen, auch wenn er sich selten laut äußerte. Es heißt, der neue Prinz von Wales, der immer ein Vorbild an königlicher Stabilität war, habe sich auf die Seite seines Vaters gestellt. Er hatte auch die emotionalen Turbulenzen miterlebt, die Harrys Weggang verursacht hatte. Und Meghan wurde zu einem Krisenherd in ihrer ohnehin schon fragilen Bruderschaft. Normalerweise waren die Versuche, diese Spaltung zu überwinden, erfolglos, und sie schienen immer wieder auf ihre Anwesenheit als vermeintlichen Keil zurückzukommen. Was früher als relativ kleines Problem galt, hatte sich zu einem tiefgreifenden Mangel an Vertrauen entwickelt. Meghans Position als Außenseiterin hatte sich gefestigt. Sie widersetzte sich nicht nur den etablierten Normen, sondern verkörperte auch eine Philosophie, die mit dem zurückhaltenden Umfeld der königlichen Familie unvereinbar war. Aus diesem Grund glaubten viele in der Organisation, dass sie das einfachste Ziel sei, wenn es darum ging, zwischen Versöhnung und Bewahrung zu entscheiden. Als die Gerüchte über die geheimen Befehle von König Charles in den Gängen des Palastes die Runde machten, waren nur wenige Menschen überrascht. Diejenigen, die den Zusammenbruch der königlichen Familie in den opulenten Gemächern von Windsor und Clarence House miterlebt hatten, wussten, dass dies ein unvermeidliches Ergebnis war. Das Erbe war Charles wichtiger als der Wunsch, sich an jemandem zu rächen. Die Monarchie, die bereits mit einem Sturm öffentlicher Kritik und Veränderungen konfrontiert war, konnte sich keinen weiteren Auftritt leisten. Insbesondere nicht bei seiner Beerdigung. Das war ein verheerender Schlag für mich. Eine Beerdigung und eine auseinandergerissene Familie. Als die Gerüchte über die letzten Wünsche von König Karl III. Innerhalb der Palastmauern die Runde machten, waren nur wenige Menschen in königlichen Kreisen von der schockierenden Nachricht überrascht. Der Vorfall war nicht nur ein weiteres Urteil über die Etikette. Die Nachricht war eine mit Tinte geschriebene Zeile, in der jahrelanges Unbehagen und Traurigkeit widerhallten. Diejenigen, die die Situation kennen, sägen, dass eine Bitte besonders hervorstach. Meghan Markle, die Herzogin von Sussex, wird nicht an der letzten Beerdigung des Monarchen teilnehmen dürfen, die nicht formell sein wird. Es handelte sich nicht um eine Vermutung. Es handelte sich um eine klare Anweisung, die heimlich in die Vorbereitungen von Charles' Beerdigungspapieren aufgenommen wurde, die zwar unter Verschluss gehalten werden, aber angeblich auf den starken Wunsch des Monarchen hinweisen, die Feierlichkeit seines letzten Kapitels zu wahren. Die Schlagzeilen in den Medien überschlugen sich mit dieser Information. Meghan war nicht die einzige beteiligte Person. Es war ein formaler, präventiver Schritt, der wenig Spielraum für Interpretationen ließ. Es war ein Signal. Die Tatsache, dass Prinz Harry, Charles' eigener Sohn, angeblich vorher über die Anordnung informiert worden war, machte sie noch schockierender, als sie ohnehin schon hätte sein können. Es war in der Tat kein nachträglicher Einfall. Es war eine bewusste Handlung, eine von langer Hand geplante Erklärung. Es war klar, dass die Szene an die Ereignisse in Balmoral am 8.
September 2022 erinnerte, als Meghan angewiesen wurde, sich von dem Ort fernzuhalten, an dem Königin Elizabeth II auf ihrem Sterbebett lag. Dieser Tag hatte einen Eindruck hinterlassen. Ein Moment, der privaten Kummer in ein öffentliches Spektakel verwandelte. Und es schien, dass Charles entschlossen war, dafür zu sorgen, dass sich eine ähnliche Situation nicht wiederholen würde. Obwohl viele Menschen bezweifelten, dass ein Monarch tatsächlich ein Mitglied seiner Familie von der Teilnahme an einem historisch so bedeutsamen Ereignis wie einem Staatsbegräbnis abhalten kann, bestätigten königliche Insider die Existenz eines rechtlichen Rahmens, der in Form eines Testaments, einer Direktive oder eines anderen königlichen Instruments bestehen könnte, das die Wünsche von Charles nicht nur bekannt, sondern auch durchsetzbar machen würde. Kritiker fragten häufig, warum Meghan, aber nicht Harry, befragt wurde. Der Herzog von Sussex hatte in seinen Memoiren Spare und in Interviews, die ein Millionenpublikum erreichten, offen über seine Probleme mit der königlichen Familie gesprochen. Aber die Monarchie ist eine auf Symbolen basierende Institution. Außerdem ist Harry immer noch ein Blutskönig. Er ist ein Sohn des Monarchen mit Nachkommen, die Titel und Positionen in der königlichen Linie innehaben. Die Absetzung von Harry wäre ein Novum und könnte dem Ansehen der Krone schaden. Meghan hingegen erbt keinen königlichen Besitz. Sie hat keine verfassungsmäßige Funktion und die Monarchie sieht keine Rechtfertigung für ihre Teilnahme an einem Staatsereignis, das das Leben und das Andenken eines Herrschers ehrt. Sie befürchten, dass ihre Anwesenheit ablenkend wirken könnte. Die Schlagzeilen würden sich überschlagen, Kritiker würden angreifen und der Moment, der eine Nation zusammenführen sollte, könnte dazu führen, dass die Spaltung wieder aufflammt. Dies betrifft Harry persönlich. Quellen zufolge befindet er sich in einem Zwiespalt, da er seinem Vater in gewisser Weise noch immer treu ergeben ist, aber auch seiner Frau gleichermaßen verbunden ist. Wenn Harry hinter dem Sarg seines Vaters hergeht, ohne Meghan an seiner Seite, könnte das an den Weg erinnern, den er in Balmoral ohne Begleitung zurückgelegt hat. Eine Instanz der Melancholie, die sich in der Abgeschiedenheit befindet. Viele glauben, dass er sich gegen den Befehl wehren könnte. Aufgrund der schmerzlichen Realität glauben einige, dass er aus Pflichtgefühl teilnehmen wird. Unabhängig davon, welche Entscheidung er trifft, wird sie analysiert, bewertet und in Erinnerung bleiben. Unabhängig davon, ob er anwesend ist oder nicht, wird die Öffentlichkeit einmal mehr die Brüche beobachten können, die zwischen einer königlichen Familie entstanden sind, die seit Jahren um ihre Einheit kämpft. Glauben Sie, dass König Charles die richtige Entscheidung getroffen hat? Oder wird er Harry und Meghan nur noch weiter von sich wegschieben? Sagen Sie uns in den Kommentaren, was Sie denken. Und wenn diese Geschichte Ihnen eine ganz neue Perspektive eröffnet hat, vergessen Sie nicht, auf Gefällt mir zu klicken, zu abonnieren und die Benachrichtigungen einzuschalten. Denn das nächste Kapitel der königlichen Familie wird sich schnell entwickeln.